herzlich willkommen zu einem neuen Q&A. Ich dachte, ich nehme jetzt mal so eine Abschlussfahrt hier mit dem Kundenauto als Anlass, euch mal mitzunehmen nochmal, weil wir jetzt einfach in den letzten Wochen so massivst viel Fragen einfach wieder bekommen haben, und wir haben jetzt schon auf Insta, gehen wir im Grunde auf technische Fragen und Hilfestellungen gar nicht mehr ein, weil das einfach extrem den Rahmen sprengt. Und deswegen machen wir das jetzt einfach noch mal kurz und knapp, so wie wir es schon mal gehandhabt haben. Ja, jedenfalls würde ich einfach sagen, knall mal raus, was die Leute da so fragen. Ich meine, klar, wir haben ein bisschen vorgefiltert. Viel war auch sehr umfangreich von den Fragestellungen, aber grundsätzlich beantworten wir euch jetzt mal so ein bisschen. Ja, ansonsten ganz kurz zum Auto. X5, 40D, N57 Motor, Biturbo, beziehungsweise Stufenladern. Hat jetzt 175 gelaufen, wieder der klassische Lagerschaden auf dem vierten Hauptlager und auch gleichzeitig dann das danach folgende Pleuel. So wie immer haben wir gerade 2 Stück die Woche wieder gehabt. Ja, ansonsten würde ich sagen, fangen wir an, stell mir die erste Frage und dann gucke ich mal, wie ich da helfen kann. Alles klärchen. Ja gut, die erste Frage ist, geht bei euch auch schon mal etwas schief? Ja, natürlich geht bei uns auch was schief. Ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Ich hatte dir ja sogar gesagt, dass ich sie gerne mit drin hätte, weil es kam schon mal. Wir haben jetzt zwar den User nicht mehr, der es gefragt hat, aber klar, bei uns geht halt auch mal was schief. Ne? Ich will uns da gar nicht von freisprechen, aber in der Regel merken wir das auf Probefahrten schon. Klar, bei uns arbeiten auch nur Menschen, ne? Genauso wie ich mache auch Fehler. Aber es hält sich im Rahmen. Oftmals sind es dann Kleinigkeiten, die uns auf den Probefahrten dann nicht auffallen. Ganz leichte Undichtigkeiten kommt schon mal vor, ja. Also jetzt massive Schäden passieren nicht. Was heißt nicht? Klar, ist auch schon mal passiert, aber für die Masse, die wir machen, kann auch ruhig mal irgendwo mal was kaputt gehen. Aber da muss man auch sagen, dass wir da sehr kulant sind. Ja, das meiste kommt halt tatsächlich dann bei alten Kisten oder wenn dann Tuning im Spiel ist, immer ein ganz leidiges Thema. Das heißt dann immer, nee, ich fahre Serie, ja, und dann sehen wir einen Schaden und das Geschrei immer groß, und tatsächlich passiert es nicht selten, dass uns dann irgendeiner versucht, was unterzuschieben oder dann eine Werkstatt, wo wir das Auto dann abgeholt haben, die den Auftrag dann schon nicht erhalten haben vom Kunden. Dann fährt der Kunde zum Ölwechsel dahin und dann gucken die sich das natürlich ganz genau an und dann sagen, ja, hier fehlt ein Schräubchen, da ist irgendwas nicht eingeklipst. Ey, na, ist ja alles schön und gut, aber wir sind nicht fehlerfrei, aber wir wissen schon, was wir machen. Ja, das ist auch eine gute Antwort hier. Ja. Da würde ich jetzt erstmal mit den Fragen vom alten und Q&A hier anfangen. Ja. Also vom Florian G. Hallo, vielleicht mal für ein zukünftiges Q&A-Video. Habt ihr Erfahrungen mit einem N52B30 sammeln können? Da ich den Motor selbst fahre und er mittlerweile 140.000 Kilometer gelaufen hat, wäre Infos zu Schädenverschleiß besonders interessant für mich. Geiles Format, by the way. Liebe Grüße aus Österreich. Hast du schön vorgelesen. Gell? Ja, liebe Grüße nach Österreich zurück. N52B30, gerade als SI, ein sehr, sehr geiler Motor, muss ich sagen. Aber auch da ist dann immer wieder mal Thema, oder was wir halt immer mal wieder gesehen haben, Lagerschäden kommen, aber nicht häufig. Eingelaufene Nocken, Exzenterwellen auch schon mal, Stellmotoren, Exzenterwelle, Vanos-Verstelleinheiten oder Vanos Magnetventile tatsächlich, aber das ist dann eine kleinere Nummer. Immer wenn er dann schreibt, so Vanos klemmt, dann immer erst das Magnetventil tauschen von der betreffenden Nocke. Und meistens hat es sich dann auch schon gegeben. Ansonsten klar, irgendwann fangen sie an Öl zu fressen, ist bei Valvetronic Motoren halt keine Seltenheit. Grundsätzlich auch mit dem 5W30 nicht fahren, immer ein bisschen hochölen, dann bessert sich auch der Ölverbrauch ein bisschen, aber geht natürlich nicht weg, weil das primäre Problem sind tatsächlich dann irgendwann Kolbenringe und Schaftdichtungen. Also Block ist eigentlich sehr stabil. Im 53er sind die dann als Direkteinspritzer schon mal häufiger tatsächlich gerissen. Okay. Ja. Dann machen wir doch gleich mit der nächsten weiter. Von N57D30 André. Hallo Leute, kann man den N57D30L als einen der besten BMW-Motoren bezeichnen? OL hat er, glaube ich, geschrieben, also obere Leistungsstufe. Damit meint er wahrscheinlich genau das gleiche wie hier. Ja. Es gibt ja wieder 2 Generationen, N57. Aber zum N57 hatten wir ja schon mal das Video gemacht, könnt ihr euch angucken bei uns auf dem Kanal, und dann da ist eigentlich schon sehr, sehr viel erklärt.
Aber ich finde nicht, dass es der robusteste ist. Komischerweise in den F30 und E90 LCI, oder 90, 91, 92 LCI, 93 natürlich auch, laufen die Motoren sehr, sehr gut. Auch die wir mit einem 50D Upgrade gemacht haben, die dann wirklich auch, sagen wir, echt einige in der Kundschaft, die dann wirklich weit über 400 PS fahren, teilweise sogar 500. Und die Dinger laufen. Ja, nur halt in diesen großen Kisten, aber das hatten wir, wie gesagt, schon thematisiert in dem Video, gehen sie halt immer wieder kaputt. Ich weiß auch gar nicht, was der 6er, den wir gerade da stehen haben, 640D gelaufen hat, aber ich meine, er hat etwas mehr als der hier, knapp um die 200. Und da seht ihr einfach, die Dinger kommen. Ne? Also wir haben sie wirklich jede Woche. Aber bei weitem nicht so haltbar wie der M57 als 35D zum Beispiel. Bei weitem nicht. Okay. Ja gut, die nächste Frage vom Max GR. Kann man nicht sagen, dass die meisten Motoren durch die viel zu langen Wechselintervalle sterben? Öl und D-Filter alle 10.000 Kilometer ist nicht ohne Grund früher ein Thema gewesen, oder? Also da muss man erstmal sagen, dass natürlich früher andere Materialien verwendet worden sind. Die Öle waren auch anders. Deswegen natürlich auch früher andere Intervalle. Heutzutage sind die Toleranzen halt viel, viel geringer, als es früher war. Es finden auch andere Materialien Verwendung. Öle sind auch anders, nur ich sehe das tatsächlich ähnlich wie du, dass hohe Ölwechselintervalle natürlich auch dazu beitragen sollen, dass in der Leasing die Betriebskosten verhältnismäßig günstig bleiben. Trotz alledem, finde ich, macht das sehr, sehr wenig Sinn, weil du natürlich auch Schmutzeintrag oder Ruß, Verbrennungsrückstände, Kraftstoffeintrag in dem Öl hast und klar, BMW gibt es vor, aber ich würde trotz alledem immer eine Stufe hochölen und je nach Einsatzzweck natürlich. Ne? Wenn die Motoren aufgeblasen sind, dann kannst du auch ruhig mal 2 machen. Aber 20.000, dann muss die Plörre eigentlich raus. Okay. Und wenn du natürlich im Rennstreckenbetrieb bist, dann am besten alle 3.000 bis 5.000. Ja. Dann gehen wir zur nächsten Frage von Gangster 172 oder 172. Was sagt ihr zum M57? Vor allem der 35D mit 286 PS. Guter Motor oder doch etwas zu hoch gezüchtet? Nee, mega geiler Motor. Ich habe es ja gerade zum N57 ja schon gesagt. Jetzt schlagen wir die Brücke zu dem. Grundsätzlich hält er viel Leistung aus. Im Serientrim kriegst du den bis auf die Kette eigentlich nicht kaputt, wenn du die Intervalle vernünftig einhältst. Dann kriegst du nicht platt. Fahren ja auch viele da draußen rum, auch mit hohen Laufleistungen. Kette oder Steuerkette wird irgendwo ab 160.000, 180.000 Kilometern Thema. Aber selbst dann kannst du sie im Vergleich zum N57 auch deutlich besser und kostengünstiger reparieren. Weil du da einfach auch Block und Welle retten kannst. Den Kopf kriegst du nachher auch hin. Und dann ist ein Kettenschaden eigentlich auch für uns als Instandsetzer eine sehr, sehr dankbare Aufgabe. Beim N57 ist immer alles platt. Was ich jetzt allerdings ein paar Mal mitbekommen habe, ist, dass Kopfdichtungen schon mal durchgehen, wenn die wirklich viel Leistung bekommen. Das heißt 420, 450 PS, sowas halten die nicht lange aus. Die M57 35Ds der alten Generation mit 272 PS waren da tatsächlich ein Ticken robuster und soweit ich weiß, sind das auch die Blöcke, die primär dann bei ganz hartem Tuning eingesetzt werden. Okay. Aber grundsätzlich geiles Triebwerk. Okay. Dann zur nächsten Frage von Drive-By. Was hält ihr vom N63B44 Motor? Wie hoch ist das Tuning-Potenzial? Da muss man immer unterscheiden, ob das die erste Variante, also A, oder die zweite B ist. C ist sehe ich im Moment noch ein bisschen kritisch, aber ich gehe jetzt mal auf A und B. Ja, ich meine, A hat immer schon Probleme gehabt mit Ölverbrauch. Wobei es beim A auch schon wieder 2 Generationen gibt. Die erste hatte gewinkelte Pleuel, die zweite hatte gerade. Und dann gab es auch tatsächlich andere Kolben in der Variante mit den geraden Pleueln. Und grundsätzlich sehe ich da kein Problem, dem Motor 500 PS zu geben. Alpina hatte den, glaube ich, mit 530, aber Alpina hatte auch die S63 Zylinderköpfe und die S63 Kolben und Pleuele. Und ein bisschen andere Ladeluftspüler, glaube ich. Aber grundsätzlich hält der Motor mehr aus als diese 408 oder 449 PS. Okay. Von daher, also 500, 530 ist da gar kein Problem. Alles was darüber hinausgeht, sehe ich auch nicht als Problem, aber geht natürlich hart aufs Material. Und auch bei den Motoren einfach
Finger weg vom 5W30 oder 0W30, sondern wirklich 5W40, 0W40 fahren und wenn er wirklich Leistung bekommt, vielleicht sogar auch das 50er Öl. Ja. Dann gehen wir zur nächsten Frage von Mr. Banks. Welchen aktuellen BMW Vierzylinder könnt ihr denn überhaupt empfehlen? Ey, lustige Namen eigentlich. Ne? Ja. Drive-by, Mr. Bank, Gangster. Echt coole Zuschauer. Welchen aktuellen Vierzylinder? Ich finde von den Vierzylindern, von den aktuellen, es ist schwer was zu empfehlen. Also ein N20 empfehle ich keinem, ein N43 genauso wenig. N42, 46 waren besser, fingen aber auch irgendwann an Öl zu fressen. Und es gab da tatsächlich, was hatten die noch? Ja, Kettenprobleme, aber Ketten hat genauso der N43, der N20. Wir hatten jetzt ein paar B48 und wenn man jetzt mal dabei berücksichtigt, dass er sehr verwandt ist auch mit dem B58, der tatsächlich ein super geiler Motor ist, würde ich fast sagen, dass der B48 ein guter Wurf ist, wobei mir da aber tatsächlich die Langzeiterfahrungen einfach noch fehlen, weil sie eigentlich noch zu neu sind, als dass wir die so in der Masse bekommen und dann erkennen können, wo tatsächlich wo Schäden wiederkehren und wo tatsächlich die neuralgischen Punkte sind bei dem Motor. Also ich hoffe, dass der B48 besser wird. Ist natürlich auch für uns dann immer ein Problem, wenn du so einen Motor, der grundsätzlich schon aus dem Werk nicht gut rauskam, nachher sowas dann zu machen und auch Gewährleistung zu geben. Wobei auch ein Jahr Gewährleistung ist da gar kein Akt. Aber ich will natürlich, dass die Kunden dann auch 3, 4, 5 Jahre fahren und kein Theater mit dem Motor haben. Aber selbst da kannst du punktuell auch ein bisschen verbessern, aber du kriegst den technischen Baustand nicht so hin, dass sie dann problemfrei werden. Weil da geht es auch viel dann um Peripherie wie Injektoren, Lader, Sensorik und all sowas. Und dann ist natürlich auch das Fahrprofil immer sehr, sehr wichtig, weil ich merke einfach, dass bei den kleinen Vierzylinder-Autos, dass es oftmals Kunden sind, die sehr, sehr viel Kurzstrecke fahren. Und das ist der Tod für jeden Motor. Da kannst du machen, was du willst. Da kann auch der Hersteller noch so gut bauen. Wenn du aber 10, 12 Kilometer zur Arbeit fährst und der nie richtig warm wird, weil es muss ja auch, gerade Kraftstoff, muss auch irgendwie die Möglichkeit haben zu verdampfen. Ja? Und wenn du dann zu hohen Kraftstoffeintrag hast oder auch dann ja, irgendwie eine gewisse Feuchtigkeit auch im Öl, das Öl altert ja gerade auf Kurzstrecke auch viel extremer. Und wenn du dann jemanden hast, der ein langes Intervall hat und nur Kurzstrecke fährt, dann kriegst du mit jedem Motor kaputt. Okay. Aber ich denke, B48 wird ganz cool. Sobald sich da aber was tut und wir da was merken, dass sich irgendwelche Schäden immer wieder einstellen, werden wir auch ein Video zum B48 machen. Okay. Dann die nächste Frage von AW. Könnt ihr bitte zum Thema Motoröl drehen? Ölwechsel, welche Öle, dicke oder dünne Öle besser verwenden? Solche Tipps und Tricks. Dankeschön. Kommt da was? Ja, da kommt tatsächlich was. Ich habe nämlich, wann war das jetzt? Das war schon vorletzte Woche, war ich auf einem Lehrgang. Und da war unter anderem auch der Alex von Motul mit dabei. Und ich hatte dann mit ihm auch mal gesprochen, ob wir nicht grundsätzlich mal so einen Öllehrgang auch für unsere Jungs machen können. Dann sagt er, klar, da werde ich was einrichten. Und in dem Zuge, wenn die Jungs dann da sind, werden wir dann auch mit Sicherheit was filmen. Vielleicht teasern wir das vorher schon mal an über Instagram. Und dann könnt ihr uns ganz spezifisch mal Fragen stellen, was euch tatsächlich interessiert. Ich habe nämlich auch dann in dem Lehrgang, beziehungsweise ich habe dann mit Alex dann auch abends bei einem Bier und Essen dann zusammengesessen. Und dann haben wir echt lange über das Thema Öl gesprochen. Und da sind auch viele Elemente dann aufgetaucht, wo ich mir auch noch gar keine Gedanken vorher drüber gemacht habe. Und es ist tatsächlich ein sehr interessantes Thema. Es ist ein super leidiges Thema, weil wir gerade zum Thema Öl auch sehr viele Fragen immer bekommen. Schreibt einer eine Mail, ja, ich fahre das und das Auto, so und so, das und das Tuning, welches Öl soll ich fahren? Dann schreibst du welches Öl und dann fragen die, ja, welcher Hersteller? Ey, da geht so viel Zeit drauf einfach. Aber egal, wir machen es gerne, übertreib's nur bitte nicht. Okay, ja, dann gehe ich mal über zu den Facebook-Fragen hier, die sind mal ein bisschen ausführlicher, da muss ich jetzt gleich mal kurz ein bisschen lesen. Die erste wäre von David S. Guten Morgen. Mein S55 hat jetzt 120.000 gelaufen. Kann ich mal mein Öl irgendwie testen lassen auf Abrieb oder ob die Lagerschalen gemacht werden müssen oder kann man das nur rausfinden, wenn man ihn öffnet? Fahre schon knapp 80.000 Kilometer Software von Stage 1 bis Stage 2 Plus. Mit freundlichen Grüßen. Ich würde gerne mal wissen, wie er, gut, dann hat er wahrscheinlich nacheinander, das ist ja hochgestaged. Man kann es tatsächlich testen. Es gibt die Firma Ölcheck,
Da habe ich jetzt auch nochmal 10 Proben bestellt. Im Grunde kannst du da bei den Online auf die Seite gehen, dann die Brötchen bestellen, füllst dann, ich meine, es müssen immer 60 Milliliter sein, füllst dann ab und schickst dir das dann zu, die analysieren das Öl und dann bekommst du per Mail im Grunde eine Analyse deines Öls. Da wird dann gemessen, was du da für Metalle drin hast, wie viel Kraftstoffeintrag, ob Kühlmittel drin ist, hängt auch immer von dem Paket ab, was du buchst. Also da kann es wirklich auch können das sehr, sehr fein analysieren. Mhm. Kann ich auch jedem empfehlen, vielleicht gerade wenn, wie in dem Fall, aufmachen muss man nicht immer. Klar, bei der Leistung wird es sich zumindest mal anbieten, tatsächlich mal Pleulager zu checken. Ja, gerade mit viel Leistung hast du da einfach viel Belastung drauf. Okay. Ja, aber ansonsten geht das über Ölcheck. Machen wir tatsächlich jetzt auch vermehrt. Mhm. Gerade einfach gerade bei älteren Autos, wenn du dann entweder einen Einfahrölwechsel hast oder es läuft dir nachher irgendwas ein, eine Nockenwelle oder wie auch immer und du verstehst es nicht, dann schickst du das Öl zur Analyse ein und dann zeigt es einem oftmals ganz gut auf, wo das Problem auch in der Peripherie, zum Beispiel Einspritzdüsen, alte Düsen, die dann vielleicht nicht mehr in Ordnung sind, die gereinigt werden müssen. Oder eine Düse einfach sifft und viel Kraftstoff ins Öl abgibt. Mhm. Davon kann man sich sehr, sehr viel ableiten. Okay. Dann die nächste Frage von Benjamin B. Sehr geehrtes H2-Team, ich schaue eure Videos regelmäßig, super informativ und mega Darstellung. Schnelle Frage von mir, habe einen BMW F20, 150 PS Diesel, habe den optimieren lassen, eine Low-Abstimmung. Ist der Motor robust oder sagt ihr anfällig ohne Ende für Schäden? Besser Software runter. Habe jetzt 34.000 gelaufen, danke im Voraus. Ja, was du jetzt nicht gesagt hast, welchen Vierzylinder-Diesel du hast. Im F20 gab es ja einen N47 und einen B47. Mhm. Schwierig. Also grundsätzlich kannst du den allen ein bisschen mehr geben. B47 ist natürlich ähnlich wie der B48 eben noch sehr, sehr neu. Ich meine, wir haben aber trotzdem schon viel gemacht. Da ging es von Pleulagerschäden über gebrochene Kurbelwellen. Wir hatten sogar auch schon mal einen mit einer gerissenen Kette. Mhm. Aber trotz alledem kommt noch nicht diese breite Masse, sodass man irgendwie sagen könnte, die und die Schäden stellen sich dann irgendwann bei Laufleistung so und so ein. Aber grundsätzlich, wenn es eine Low-Abstimmung ist, was hat er dann? 30 PS vielleicht mehr? Lass es 40 sein, aber das ist dann schon auch kein Low mehr. Da machst du nicht viel mit kaputt. Also schau einfach, dass du die Intervalle verkürzt. Oder selbst wenn du sie so lang lässt, dass du vernünftiges Öl reinkippst und auch vernünftig warm und kalt fahren. Das ist beim Diesel auch immer Thema. Mhm. Ist aktuell noch schwer zu sagen, wobei es ja auch wieder 2 Generationen B47 gibt. Die erste Generation ist gerade was so Kurbelwelle, noch sehr, sehr verwandt mit dem N47, aber die zweite Generation ist dann schon wieder ein bisschen anders. Müssen wir einfach abwarten, aber wie auch bei dem B48 gerade, wenn wir irgendwas sehen, wenn sich was häuft, gibt es ein Video. Okay. Ja, dann muss ich jetzt ein bisschen ausholen von einer langen Nachricht von Klaus P. Heute zusammen, ich schaue euch ja schon eine Zeit lang bei YouTube, Respekt muss ich sagen, vor ein paar Jahren, als ich noch in Luxemburg wohnte, wäre jetzt nicht so weit für euch gewesen, aber jetzt von Schweden aus ein Kaffeeklatsch wäre ein bisschen übertrieben. So ganz nebenbei, eine Frage müsst ihr nicht beantworten, nur wenn ihr Lust und Zeit habt. Ich habe einen Alpina B5 von 2006 mit 160.000 Kilometer, alles okay soweit. Jetzt frage ich, sorry, jetzt hat er gerade Winterschlaf, da wäre ich bei der ersten Frage. Wie wecke ich das Biest im Frühjahr am sanftesten auf? Okay. Bis jetzt Batterie rein und Knopf drücken und die Bude brummt. Hab da zwar immer Schmerzen dabei, weil 5 Monate ist ja doch eine Zeit. Ölwechsel mache ich jedes Frühjahr mit der vorgeschriebenen Suppe 0W40. Ja, für mich ist das Suppe, weil dünn. Meinen alten E28 habe ich mit 20W50 gefahren. Aber es muss so sein, sagt Alpina wegen der Kompressorschmierung. Nun, wenn ihr Zeit habt, könnt ihr ja antworten. Bist du nervös? Bisschen, ja. Du fährst nicht so oft. Bei so einem langen Text hier. Ja. Also, aber ist ja nochmal eingeblendet. Genau, wir hatten ja im Grunde vorhin schon die erste Frage, die in eine ähnliche Richtung abzielte. Du kannst die Autos von damals mit heute nicht vergleichen, lieber Klaus. Ne? Mhm. Hieß ja Klaus. Ja, Klaus. Schöne Grüße nach Schweden an dem Punkt. Kannst du einfach nicht vergleichen. Dann würde ich dir den Tipp geben, wechsel das Öl nicht zum Saisonbeginn, sondern immer zum Saisonende. Ganz einfach deswegen auch, weil du dann zu Saisonende einfach auch dann
noch ein etwas frischeres Öl hast. Du holst damit auch viel Schmutz noch mit raus. So steht die Suppe natürlich dann und ja, finde ich persönlich nicht so schön. Also besser immer zu Saisonende als zu Beginn, weil so fängst du natürlich dann, gerade wenn er jetzt lange stand, an, die Kiste dann auch mit dem alten Öl, was ja schon Verunreinigungen drin hat, zu starten. Grundsätzlich sehe ich dabei jetzt auch kein Problem, zu Saisonbeginn neues Öl rein, aber du musst ja sowieso dann starten, um das Öl ein bisschen warm zu bekommen, damit du auch wirklich fast alles da rausbekommst. Ja. Tut dem Motor jetzt nicht weh, aber schön ist es nicht. Okay. Und was wollte ich gerade sagen? Ich habe mich selbst abgelenkt, als ich meinte, hier schöne Grüße nach Schweden. Was war denn da? Also ich finde nicht, dass es eine zu dünne Plörre ist. Das ist ja im Grunde Basismotor, ist der N62 beim Alpina B5. Bloß, dass Alpina da auch noch einen Kompressor drauf hat. Natürlich auch noch feinere Unterschiede. Aber 0W40 ist eigentlich für den Motor ein sehr, sehr, sehr gutes Öl. Okay. Also da würde ich auch gar nicht hochölen. Ja. Was natürlich dabei immer dann mal Thema wird, Valvetronic-Motor, dann irgendwann die Schaftdichtung. Ja, er hat noch ein paar Bilder dazu geschickt, die könnte ich ja mal einblenden hier jetzt gerade. Ja, blend mal ein. Ich hab sie tatsächlich nicht gesehen, weil ich hatte die Tage auch gar nicht die Zeit, hier groß rauszufiltern und zu gucken. Deswegen habe ich dir das gegeben und Edgar. Naja, blend ruhig mal ein. Ja, okay. Dann zu Frage 12 von Ahmed S. Hallo, ich verfolge eure Beiträge als auch die Videos auf YouTube. Ich hätte eine Frage, und zwar fahre ich ein E91 mit N57 D30 der ersten Generation. Ich habe vor rund einem Monat ziemlich genau 1000 Kilometer den kompletten Kettensatz erneuert. Jetzt war ich bei der Werkstatt, welche die Kette behoben hat, aufgrund eines auffälligen Geräusches. Es wurde ein Hauptlagerschaden diagnostiziert. Kann das ein Fehler bei der Kette verursacht worden sein? Oder warte, kann das durch einen Fehler bei der Kette verursacht worden sein? Was kostet es im Schnitt, so einen Lagerschaden zu richten? Danke bereits im Voraus für die Antwort. Ihr seid spitze, macht weiter so. Danke. Es kann tatsächlich sein, dass das Geräusch von einem kaputten Hauptlager sich ähnlich anhört wie eine gelenkte Kette. Aber dann 1000 Kilometer damit zu fahren, kann manchmal tatsächlich gut gehen, aber eigentlich nicht. Ich kann nicht beurteilen, wie die Werkstatt gearbeitet hat. Ja. Kann ich ehrlicherweise nicht sagen. Ich verstehe aber auch nicht, wenn man die Kette vernünftig macht, solltest du eigentlich auch die Ölwanne dafür runternehmen. Und deswegen nehmen wir bei Kettenservices auch immer die Motoren komplett raus. Du musst dir vorstellen, dass oben der Kopf mit der Dichtung und unten auch die Ölwanne mit der Dichtung dann übersteht. Also über den Block, wenn du den hinteren Kettenkasten abnimmst. Ja. Und wenn du da die Dichtung nicht ersetzt, sondern danach einfach Dichtmasse da drauf schmierst, selbst dann kriegst du die nie vernünftig dicht. Deswegen nehmen wir die Köpfe auch immer runter und die Ölwanne dann sowieso, damit du den Kettenkasten erstmal mit einer neuen Dichtung festmachst und dann nachher neue Kopfdichtung und Ölwannendichtung. Dann kannst du gewährleisten, dass er dicht ist. Jedenfalls würde ich dann in dem Zusammenhang sowieso dem Kunden anbieten, hey komm, wir machen neue Hauptlager, neue Pleulager. Nur ich würde dir das gerne beantworten, ob das mit der Kette zu tun hat. Mit der Kette an sich nicht. Mit der Reparatur kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nicht, wie sauber da gearbeitet worden ist, ob vielleicht viel Silikon verwendet worden ist, was vielleicht nachher sich vor den Schnorchel gesetzt hat. Ich würde aber tatsächlich fast behaupten, dass das erste Hauptlager wahrscheinlich mitgegangen ist oder das mittlere. Das erste geht aber auch schon mal gerne mit, wenn die Riemenscheiben, also vorne dann der Schwingungstilger, beziehungsweise die Riemenscheibe, gibt ja mehrere Begriffe dafür, dann irgendwie eiert, ausgeschlagen ist, und das sieht man bei denen tatsächlich nicht, weil sie dann innerlich reißen und dann tilgt er die Schwingungen nicht mehr vernünftig. Und dann kann es schon mal sein, dass das erste Hauptlager im Grunde aus der Gasse nach vorne Richtung Schwingungstilger dann rauswandert. Also ist wirklich nicht selten. Okay. Und was das kostet, kommt immer darauf an, wie stark das Hauptlager im Block durchgedreht hat. Die Hauptlagergasse kann man spindeln. Die Welle kannst du wegschmeißen wahrscheinlich. Allein die Welle kostet schon, meine ich, knapp 1,7, 1,8. Aber Block kriegt man gespindelt, dann die ganze Arbeit mit Ein- und Ausbau. Bist du schnell bei 8. Okay. Also das geht sehr, sehr zügig, gerade beim N57. Dann kommt es auch wieder darauf an, ist es ein X-Drive, ist es ein Hecktriebler, kommt der Motor alleine raus oder müssen wir mit der Vorderachse rausnehmen. Also, aber das... Entschuldigung. Alles gut. Aber es geht schnell Richtung 8. Es kann auch können auch 10 werden, weil du musst dir auch die Lader angucken. Meistens dann bei älteren Autos bietet dem Kunden auch eine Partikelfilterreinigung mit an.
hängt auch immer davon ab, was der Kunde mitgemacht haben möchte. Ne? Wenn du nämlich alles mal raus hast, dann kannst du natürlich dann auch prophylaktisch schon mal ein paar andere Sachen machen, weil dann einfach nur Material anfällt und keine Arbeit für uns in dem Sinne und für den Kunden natürlich auch nicht. Ja. Dann wäre die letzte Frage gewesen von B57 Driver zum N20-Video. Mal wieder ein super interessantes Video. Schon krass, dass mit dem Führungslager gab es schon Erfahrungen mit den neuen Motorgenerationen aller B48, B58 und selbst zu einem B47, B57 gibt es da schon Schäden, die sich häufen oder sind die noch zu neu, um hier schon was sagen zu können? Das hatten wir eben, glaube ich, schon mal kurz angeschnitten. Hatten wir eben schon thematisiert. Ja. Es hatte ja jemand auch in den Kommentaren geschrieben, dass der B38 eine ähnliche Problematik hatte, es aber nachher im Werk schnell umgestellt worden ist. Das kann ich dir leider gerade so aus eigener Erfahrung noch nicht sagen. Haben wir tatsächlich auch gar nicht drauf geachtet. Ich meine, ich habe in dem Video selber gesagt, wenn wir nachher dann die neuen Lager kriegen, dann haben wir sowieso oben und unten. Und wenn wir dann zerlegen, schwierig. Ich habe es eben schon thematisiert. Es ist schwierig, euch da jetzt was zu sagen bei den neueren Generationen. Natürlich kriegt ihr alle oder viele von euch dann irgendwie Panik gerade da draußen, wenn wir dann den Motor gerade thematisieren, der bei euch im Auto eingebaut ist. Kann ich natürlich nachvollziehen, aber da ist es wirklich noch zu neu. Okay. B58 höre ich eigentlich wirklich nur Gutes. Aber selbst da muss man aufpassen, ähnlich wie bei den S63 Motoren, wenn du dem zu viel Drehmoment gibst, dann gehen auch die Biester kaputt. Das hängt auch immer davon ab, wer dir die Software macht, wie du als Kunde halt auch fährst, wie du dich auch kümmerst. Und ja, es sind so viele Faktoren, wir können das auch nicht immer ganz genau sagen, warum geht was kaputt, weil es ist ja nicht nur der Hersteller, der den Motor baut, beziehungsweise konstruiert. Mittlerweile hast du ja die meisten Motoren auch Turbo aufgeladen und dann, ich würde behaupten, dass das einfach sehr, sehr viel auch getuned rumfährt. Natürlich weniger diese Leasing- oder Flottenautos, aber hier gerade unsere Zuschauer, ne, da ist halt viel damit Leistung. Ich bin jetzt die ganze Zeit extra langsam gefahren, damit es einfach nicht zu laut wird. Ja. Aber ich bin eigentlich hiermit gerade echt zufrieden, muss ich sagen. Ich meine, wir laden jetzt gleich auch einmal durch, jetzt nicht komplett hart, aber auch mal ein bisschen flotter. Deswegen, wir haben dann immer so ein bisschen Landstraße, Autobahn-Mix, damit du halt dann auch gerade in so kurvigen Landstraßen dann auch immer mal merkst, so, ey, ist mit der Achse, ist mit der Lenkung alles cool. Wie verhält sich das Auto, wie fährt er sich? Und auch einfach unterschiedliche Lastzustände. Da macht es wenig Sinn, einfach einmal über die Autobahn zu fahren, sondern ich bin da einfach immer ein Fan von unterschiedlichen Lastzuständen. Dann Landstraße, ein bisschen im Mix, das ist immer ganz gut. Und du bekommst ein Gefühl dafür, in welchem Zustand ist das Auto. Fällt dir vielleicht sogar noch ein bisschen was auf, was du dem Kunden vielleicht noch mit auf den Weg geben kannst. Oder ob der Monteur vielleicht irgendwas übersehen hat, weil die Jungs fahren ja dann auch mal zu zweit. Und wenn ich dann selbst die Abschlussfahrt mache ich tatsächlich auch nicht selten. Und ich gebe dann die Autos auch immer wieder raus, dann kannst du ganz, ganz anders mit den Kunden sprechen, als wenn du einen Monteur das von vorne bis hinten machen lässt. Und du hast im Grunde keine Ahnung, was dein Kunde da für ein Auto fährt oder wo es vielleicht problematisch war, wo es vielleicht in Zukunft was anzusetzen gilt. Aber der hat jetzt 175 runter, auch vom Fahrwerk her echt noch gut. Ich meine, die Kiste ist auch bombenvoll. Hat hier Vollleder, Alcantara-Himmel, M-Paket außen. Lenkradheizung, ein großes Navi, alles, also wirklich schicke Kiste. Das ist ja dann auch immer wieder die Sache, wenn Kunden bezüglich dem Angebot anrufen, ja, lohnt sich das noch, lohnt sich das nicht mehr? Das ist für mich natürlich immer schwierig zu sagen, wenn ich das Auto nicht kenne, aber gerade bei sowas hier, ich meine, so ein Bomber kostet locker noch 30 Mil und der Kunde hat jetzt, glaube ich, bei uns, es war tatsächlich auch viel, weil hier auch Blockshort, Welle-Short, Turbolader haben wir beide auch gemacht. Aber auf diesem Land immer diese fetten... Wie eng auch, ey. Ja, diese Trecker hier. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall, immer wieder zu investieren. Der Meinung bin ich einfach. Na, manche Kisten, da lohnt sich einfach nicht. Das müsst ihr aber auch selber dann immer beurteilen. Aber so gut wie es geht, versuchen wir euch da irgendwie zu beraten. Und in der Regel lohnt es sich, weil neue Autos kommen im Moment kaum nach, sind schweineteuer. Auch unsichere Zeiten finde ich tatsächlich, gerade hier mit dem ganzen Ukraine-Konflikt, Krieg. Aber ich wollte eigentlich gar nichts dazu sagen, aber im Moment sind echt schwierige, komische Zeiten, finde ich einfach. Es wird schweineteuer. Ich überlege auch gerade im Einkauf vielleicht sogar Preise oder habe überlegt,
Preise auf die Kunden umzulegen, weil wir auch mittlerweile echt deutlich höhere Ausgaben haben als vorher und wir haben auch viel mehr Rennerei mit Teilebeschaffung, weil einfach so viel aktuell nicht lieferbar ist. Werde es aber nicht machen. Erstens müssen wir dann wieder alles anpassen. Zweitens finde ich, ist es vom Preissegment, ich will nicht sagen, dass wir teuer sind, aber gerade um für den Kunden dann auch eher die Entscheidungsmöglichkeit geben zu können, hey, mache ich das oder nicht, finde ich, sollte man bei den Preisen einfach fair sein. Ich meine, wir haben auch viel im Bestand, worauf wir zurückgreifen können, all sowas. Also wir geben uns echt größte Mühe, die beste, also gute Arbeit abzuliefern zu einem wirklich annehmbaren Kurs auch. Ja. Ja, ansonsten, wie gesagt, total verrückte Zeit. Ey, was habe ich jetzt heute Morgen gelesen? Jetzt 5% Inflation gefühlt, ey, sind das 20. Ne, alles verteuert sich, das ist total verrückt. Ich habe jetzt am Sonntag mein M5 an der Tankstelle und ich war der Einzige an der Tanke. Für 2 Euro scheiß 30 getankt. Ich meine, die Kassiererin die kann ja nichts dafür. Aber ich denke dann echt so, ich habe dann für einen Fuffi getankt, weil ich dann dachte, okay, dann bist du gleich irgendwann runter. Ich hatte noch irgendwie 100 Kilometer. Das war irgendwie Siegerland irgendwo da hinten. Ja, aber ich dachte, kann es doch nicht sein. Ja. Naja. Jedenfalls kurzer Ausblick für euch noch. Wir kriegen jetzt den E34 am Donnerstag, den M5. Und ich bin natürlich schon jetzt weiterhin am Hacken. Wir waren nämlich an dem Sonntag, wo ich jetzt gerade von erzählt habe, waren wir unterwegs in der Nähe von Marburg. Da hat uns nämlich jemand angeschrieben von euch und meinte, hey, ich habe einen Z3 M-Coupé und einen Z4 M-Coupé in Imola Rot. Und das Z3 M-Coupé sogar mit dem S54 Motor, also ein 2001er Auto auch. Er hätte natürlich geil reingepasst und wir waren dann da und er wollte 100.000 haben. Und fand ich deutlich zu hoch. Ich habe ihm dann gesagt, so 80 zahle ich für beide. Und dann kam nichts und dann kam jetzt gestern die Absage. Aber ich hatte dann total witzig gestern Morgen mit einem Kumpel gesprochen, der in Düsseldorf dann auch irgendwie, der hatte auch schon mal Motoren gemacht oder kauft auch schon mal Motoren bei uns, macht halt auch viel so Autoservice, Autohandel. Und dann sage ich ihm, ey du Daniel, ich habe mir da diese Zettis angeguckt, habe ihm den Preis auch gesagt und dann meinte er, du, ist viel zu teuer. Aber ja Mann, weißt du was? Ich habe noch einen Z3 M-Coupé hier in schwarz außen und schwarz-rot innen. Habe ich hier stehen, hatte ich mit einem Wasserschaden gekauft und er hatte den schon komplett auf Rohkarosserie runter. Alles gereinigt, Kabelbaum, Teppiche und das Ding ist schon zusammengebaut, aber der hat keine Zeit für das Auto aktuell. Hätte ich mir die Autos am Sonntag nicht angeguckt, was er jetzt nichts gebracht hat, hätte ich ihm niemals davon erzählt und der hätte mir das Auto niemals angeboten. Und deswegen fahre ich jetzt am Freitag rüber nach Düsseldorf, gucke mir die Kiste an. Und wenn wir uns da preislich einig werden, gibt es bald Z3 M-Coupé Zuwachs. Uiuiui, da bin ich aber gespannt. Ja, das ist aber kein Auto für dich, weil das ist nichts für Weichgewaschen. Nein, Quatsch. Wir beenden das Q&A dann hier an der Stelle. War jetzt ein bisschen anders als das erste. Das erste war irgendwie so ein bisschen lockerer. Hier gingen die Fragen schon sehr speziell. Teilweise überlagern sich die Fragen im Zusammenhang so ein bisschen auch. Aber trotz alledem, wir werden es immer wieder gerne machen, gerade wenn es weiterhin so bleibt wie jetzt, sodass wir einfach so viel um die Ohren haben, aber die Fragen nicht adäquat beantworten können, beziehungsweise uns da einfach die Zeit tatsächlich fehlt, weil es ist einfach viel E-Mail-Schreiberei. Deswegen wäre mir das auch ganz lieb, wenn ihr in Zukunft fragt oder Anfragen stellt bezüglich einem Öl oder wir sollen uns ein Geräusch anhören, weil ihr jetzt glaubt, ihr habt irgendwie einen Motorschaden oder was auch immer. Knallt mir bitte mal die Handynummer mit runter oder eine Festnetznummer, dann rufe ich immer gerne einfach schnell zurück. Das ist für mich viel einfacher, das ist schneller erledigt, als wenn wir 4-5 Mal E-Mails hin und her schreiben. Ja, und deswegen macht es bitte so, dann melde ich mich auch gerne, ich nehme mir auch gerne die Zeit dafür, aber dann war es das jetzt auch an der Stelle von uns beiden. Ne? Wir haben jetzt das gute Wetter genutzt, ich rufe jetzt gleich die Kundin an, dann holt sie jetzt gleich noch ab. Und dann war es das für heute auch schon fast. Ja, sehr gut. In dem Sinne. Also, macht's gut. Tschö. Ciao.